Hi, wir sind Hannah und Tommy und wir machen uns in dieser Folge für unsere erste Bike-and-Hike-Tour auf den Weg in den Sarek-Nationalpark über den Polarkreis, ganz im Norden von Schweden. In der letzten Folge sind wir aufgebrochen, mit unseren Bikes ans Meer gefahren und haben die erste Nacht in unserem Dachzelt geschlafen, bevor eine Ladesäule unsere Reise abrupt unterbrochen hat. Willkommen zurück zu unserem Roadtrip. Wir haben gestern tatsächlich noch einen Lader gefunden und konnten das Auto dann aufladen und währenddessen sogar noch duschen auf einem Campingplatz, der um die Ecke war. Das heißt, wir haben die Zeit richtig gut nutzen können und dann sind wir aufgebrochen Richtung Norden, Richtung Sarek-Nationalpark. Wir haben dann hier einen mega entspannten Zeltplatz gefunden und hatten einen gemütlichen Abend. Und heute geht es mit den Bikes und unserem Zelt in den Nationalpark rein und wir versuchen da eine Nacht zu campen. Das hat sich schon crazy angefühlt, so tief in der Wildnis alles, was man braucht, um 2 Tage in die Berge zu gehen, auf seinem Gepäckträger zu haben. Wir haben eine Bike-and-Hike-Tour geplant, also zuerst tief in den Nationalpark fahren, bis die Wege aufhören und dann die Backpacks vom Sattel schnallen und zu Fuß weiter die Berge hoch. All right. Wow, die ganz besonderen Orte erreicht man einfach nicht mit dem Auto. Aber das macht sie, glaube ich, auch so besonders, oder? Habt ihr schon mal eine Bike-and-Hike-Tour gemacht? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Aber schon eher eine anspruchsvolle Fahrradtour, ne? Also natürlich nicht von der Kondition, wegen dem Motor. Da war ich sehr dankbar drüber. So ganz ohne Dämpfer oder so, keine Chance. Ab dann ging es zu Fuß weiter und die Bikes haben hier auf uns gewartet, aber wir haben sie dann doch schon etwas vermisst. Wann erfindest du einen Elektromotor für die Wanderschuhe? Das wäre geil. Oh, das wäre so schön. Oh boy, das war ein langer Tag. Wir sind noch bis über die Baumgrenze gehiked und obwohl unten schon alles grün war, hier oben zwischen den Schneefeldern war die Natur noch fast im Winterschlaf. Es war schon echt unfassbar hier zu sein und das Beste, wir können für die Nacht bleiben und es uns so richtig gemütlich machen. Es war schon wieder fast Mitternacht und endlich Zeit fürs Abendessen. Und obwohl wir auf knapp 1000 Meter Höhe so weit im Norden waren, ging es mit der Temperatur echt klar. Es waren zwar nur 5 oder 6 Grad, aber weil die Sonne nur ganz kurz hinter den Gipfeln verschwindet, kühlt es in der Nacht nicht weiter ab. Kimchi Bulldog, Hannah's favorite. Ja, das kann ich so bestätigen. Das ist einfach das beste Campingessen. Yummy. Aber nicht mit der kompletten Soße, das ist zu krass. Ich glaube, das Schlaue ist, dass ich das untere esse. Ich glaube, es ist besser, wenn du das isst. Was? Das Scharfe? Ich esse das hier. Guten Appetit. Cheers. Wie würdest du den Sarek-Nationalpark beschreiben?
ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen. Das fände ich jetzt ein bisschen unfair, Okay. den nur über diese Wanderung zu bewerten, weil der View hier ist absolut mega, keine Frage. Von hier oben, der Blick ist richtig toll. Also man muss sagen, wir sind zuerst 10 Kilometer mit den Bikes gefahren. Das hat Bock gemacht, war aber auch ein sehr steiniger Weg und wäre, glaube ich, ohne die Motoren richtig ätzend gewesen. Wir haben aber auch einen Wanderer überholt, der zu Fuß unterwegs war, und da war ich sehr, sehr glücklich, dass wir auf den Bikes waren. Und dann ging es halt nochmal 7 oder 8 Kilometer durch den Wald, was halt ein bisschen schade ist, weil man hier in der krassesten Umgebung ist, und das sind echt irgendwie Berge, die ich so noch nie gesehen habe. Das ist mega krank, wie die hier aussehen, wie irgendwie reingemalt, in der Unreal Engine programmiert gefühlt. Sieht mega unecht aus, aber halt, weil man die ganze Zeit durch den Wald gegangen ist. Und erst am Schluss, ganz am Schluss dann die Höhenmeter gemacht hat. Hat man gar nicht so viel gesehen. Und ich glaube halt, dass der Sarek dann eher was für die Leute ist, die wirklich 7 Tage hiken gehen. Und wir haben jetzt sozusagen den Zustieg gemacht. Ja. Und ab hier in die Berge zu gehen, wird es dann, glaube ich, richtig, richtig geil. Ja, naja, so haben wir trotzdem jetzt den Mega-View. Ja, und das Mega-Essen. Oh, ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Wir sind ja echt viel mit unserem Zelt unterwegs, aber so richtig realisiert, wo wir eigentlich sind und wie glücklich wir sind, dass wir hier sein dürfen, habe ich erst, als ich gemütlich eingekuschelt im Schlafsack lag. Gute Nacht. Nach der Nacht im Zelt ging es jetzt wieder den Berg runter zu unseren Fahrrädern und dann weiter Richtung Norwegen. Schon Luxus, wenn die Bikes auf einen warten und man nicht nochmal 10 Kilometer hiken muss. Aber ganz ehrlich, ohne die Bikes wäre die Tour so für uns auch nicht möglich gewesen. Und der Tag war ja auch noch lange nicht vorbei. Wirklich ja lustig. Wir hatten jetzt schon 2000 Kilometer auf dem Tacho und man könnte hier eigentlich alle 5 Minuten anhalten und für den Roadtrip 6 Monate unterwegs sein. Schweden ist schon echt riesig, aber für uns war es jetzt erstmal Zeit, Tschüss zu sagen. Wir sind gerade in Abisko über die norwegische Grenze gefahren. Das ist ganz im Norden von Schweden in den Bergen. Und man hat echt gemerkt, dass da vor ein paar Wochen noch allertiefster Winter war. Und ja, jetzt sind wir in Norwegen und das bedeutet, dass es nur noch ein paar Stunden bis auf die Lofoten sind und ich kann es echt nicht mehr erwarten. Es war jetzt schon eine lange Reise bis dahin. Definitiv, echt sehr viele Kilometer hinter uns und it's about damn time, kann man nur dazu sagen. Das heißt aber auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert doch gerne mal den Kanal von Kalkoff Bikes. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die gerne in die Kommentare. Die werden wir dann mal in einem extra Video beantworten. Ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Ciao. Tschüss.